Hallo, mein Name ist Michelle Abert. Ich bin die Regisseurin, Filmerin und Cutterin der letzten 4 Kayomi-Videos: Paranoid, Dear Dream, My Moon und jetzt Blood. Ich möchte euch ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen und euch alle Easter Eggs und Ideen zu dem Video näher bringen. Wir schauen gleich mal rein. Als Einstieg in das Video sieht man einen Baum außerhalb des Fensters. Das ist gleich mal ein Hint zu einer Szene, die später kommt. Kiso sehnt sich nach einem anderen Leben und findet einen Handleser. Hier sehen wir dann schon den Muster von Kiso und auch Georg, den Sektenführer. Das haben wahrscheinlich schon einige gesehen. Palm the Spirit, diese Facebook-Seite hat es wirklich gegeben. Kayomi hat die extra für diesen Dreh erstellt, aber ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Einen Dreh mit so einem tollen Auto zu machen, ist wirklich einzigartig. Ich durfte auch mitfahren und besonders dieser Klang ist doch sehr charakteristisch, deswegen haben wir ihn auch im Video drinnen gelassen. Hi, I'm here for the palm reading. Jetzt sind wir angekommen im Dachboden beim Handleser. Kayomi hat das super hergerichtet. Ich habe ein bisschen eine Stauballergie, aber sie haben dort gewischt und geputzt, wie als würde es keinen Morgen mehr geben. Danke für das ganze Set-Design. Ich finde, es ist wirklich super geworden. Should I sit down? Please, sit down. Orlando hat diesen Dialog geschrieben. Ich glaube wirklich, das ist die Rolle seines Lebens. Kiso ist wirklich teilweise, war es echt schon unangenehm, weil dieser Dialog so unangenehm war. We become one. Wow, okay. Okay. Aber nochmal großes Lob an Orlando. Das war ein Wahnsinn. So, das ist ja noch nicht. Vielleicht haben es andere schon bemerkt. Es gibt einen gelben Faden, der sich wirklich durch alle Videos durchzieht, die ich für Kayomi gemacht habe. Im Paranoid ist es am auffälligsten, aber auch in Dear Dream, die Haube ist gelb, auch gestrickt quasi aus dieser gelben Wolle. Und auch in My Moon sind die Bilder verbunden mit der gelben Wolle. Und jetzt haben wir sie wieder um diese Flasche gegeben. Diese 3 Karten sind nicht zufällig ausgewählt, sondern sie repräsentieren die 3 Charaktere in diesem Video. Kiso ist der Narr, er repräsentiert den Neuanfang und Hoffnung in die Zukunft und das Universum, aber auch die Naivität. Orlando, der King of Coins, sieht sich selber als erfolgreicher Businessman, dessen harte Arbeit Früchte trägt. Doch aus Orlandos Sicht ist die Karte umgekehrt. Dies bedeutet rücksichtslos, gierig und ein schlechtes Urteilsvermögen. Georg wird durch die Karte des Magiers dargestellt. Er stellt eine Person dar, von dessen Weisheit man lernen kann und dessen Willenskraft beeindruckend ist. Der Kreis schließt sich, da der Narr und der Magier beide das Element Luft haben. Für einen kurzen Moment sieht man in diesem Frame auch die Karte des Gehängten, steht unter anderem für das ultimative Opfer. Jetzt ist Orlando durch Zufall oder durch einen Knacks in der Matrix wieder in Kisos Haus gelandet, aber er hatte noch einen Termin. Hier hinten, für alle, die genau geschaut haben, sehen wir jetzt Georg als Jugendlichen. Diese Einstellung habe ich jetzt extra lang gewählt, weil alles andere ist vorher sehr kurz geschnitten, sehr schnell geschnitten, aber hier ist dann doch eine relativ lange Pause.
Das soll Orlando quasi, er hat hier die Pause gefunden, die Ruhe gefunden, das ist so sein Tribe jetzt. Und er kann wirklich mal durchatmen. Er möchte unbedingt zu Georg, das ist so sein Idol, zu dem er unbedingt möchte. Aber vorher muss er dann doch noch wohl was recht Unangenehmes machen, was ein bisschen so das Theme des ganzen Videos ist. Er verliert langsam die Kontrolle und ist blind für den Einfluss dieser ganzen Gruppe, findet sich im Wasser wieder. Keine Sorge, das Wasser war sehr angenehm. Nachher waren einige dann auch schwimmen. War nicht so schlimm, die Wasserszene. Aber Orlando hat das beim ersten Mal super gemacht und wir mussten keinen zweiten Take mehr machen. Touch me, hold me, fuck me up. I need this fix right in my blood, in my blood. Wir sind jetzt wieder zurück in dem Haus von Kiso und das ist vielleicht der verwirrendste Part von allem, aber sie vermischen sich einfach und diese Grenzen zwischen den Personen gehen ineinander über. Es verbindet sie quasi ein unsichtbares Band. So, und das war's jetzt. Vielen Dank an Kayomi für das Vertrauen und für die kreativen Ideen und dass ihr mich immer machen lasst, was ich eigentlich möchte. Vielen Dank auch an die Statisten und die Schauspieler. Ihr habt super Arbeit geleistet. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.